Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Diese Chip-Aktie kennst du vermutlich noch nicht. Das solltest du aber, denn es ist ein wirklich auch sehr, sehr wichtiger Teil der Halbleiterindustrie. Und zwar geht es um Cadence Design Systems. Es ist ein führender Anbieter von elektronischer Designautomation, EDA, und geistigem Eigentum, also IP, für die Halbleiter- und Elektronikindustrie. Und das Unternehmen bietet Software, Hardware und Dienstleistungen an, die im Ingenieuren helfen können, die komplexen und integrierten Schaltungen und Systeme, Chips, Leiterplatten und so weiter zu entwerfen und zu entwickeln. Also es ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Unternehmen, auch in der Wertschöpfungskette eben der Halbleiter und Chips. Und man bietet ganz verschiedene Lösungen an, eben für die Fertigung von Halbleitern, darunter EDA-Software, IP-Lösungen, PCB-Design, Systemanalyse und Designdienste. Und wir schauen uns heute einfach mal an, was macht das Unternehmen, warum könnte sich da jetzt vielleicht schon in Zukunft oder in näherer Zukunft ein Einstieg sogar anbieten bei der Aktie. Wir schauen uns die charttechnische Lage an und wir gucken fundamentale Daten mal durch, werfen auch einen Blick dann in den Trader Fox und ich würde sagen, wir starten jetzt hier rein. Wir sind jetzt hier gerade in der eigenen Präsentation von Cadence Design und man sieht auch schon, was man hier macht. Also so 3D-Modulation, auch für die Halbleiterindustrie, in dem Fall dann für die Server letztendlich, die Nvidia fertigt. Also man ist da wirklich unmittelbar daran beteiligt, aber man hat noch deutlich mehr Kunden. Also man ist jetzt nicht nur in der Halbleiterindustrie zugänglich bzw. tätig, sondern auch in der Elektronik- und Konsumgüterindustrie oder für auch Automobil, also auch für autonomes Fahren, generell natürlich Computer- und Rechenzentren. Und auch, was sehr interessant ist, man ist auch in 5G ganz stark vertreten, beziehungsweise der Medizintechnik. Also man ist überall im Design wirklich sehr, sehr stark vertreten und auch schon relativ eingesessener Marktführer und Marktteilnehmer, der auch noch sehr, sehr stark wächst. Und das schauen wir uns aber jetzt gleich an. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal als erstes hier in den Trader Fox, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen, wie das Unternehmen dasteht. Also wir sehen, wir haben einen Qualitätscheck 13 von 15 Punkten, haben auch ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren von knapp 14%. Generell sieht es ja alles sehr, sehr gut aus. Einzige, wo es einen Punktabzug gibt, sind hier, ist das zu hohe KUV. Beim Wachstumscheck sehen wir auch hier 11 von 15 Punkten. Das Einzige, wo es hier Punktabzugs gibt, sind die Trends, weil man jetzt hier eben kurzfristig dann doch mal so 20% schon vom All-Time-High runterkorrigiert ist. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mir die Aktie jetzt gerade anschaue, weil ich ja immer ein bisschen antizyklisch denke und jetzt die Chip-Aktien langsam wieder spannend werden. Zumindest die ersten paar. Und da kann man sich das jetzt auf jeden Fall schon mal anschauen. Wenn wir uns jetzt hier die Bewertung nach Fair Value anschauen, also Fair Value zum Umsatz, dann sehen wir, dass wir hier ganz leicht nur noch überbewertet sind mit so 8, 9%. Und wir sehen auch, dass das Unternehmen teilweise wirklich extrem stark überbewertet ist und dann aber auch wieder in die Zonen der Fairbewertung beziehungsweise auch mal in einer Korrektur, in einer größeren Korrektur in die Unterbewertung rutscht. Ja, wir sind jetzt hier gerade nicht in einem Bärenmarkt, deswegen wäre hier so der Fair Value schon ein sehr, sehr schöner Wert, auch für die Aktie. Und wir können jetzt hier nochmal Fair Value zum Gewinn einblenden und da sehen wir eigentlich, dass wir jetzt schon auf Fair Value sind. Klar, es ist Halbleiterindustrie abhängig, auch das Unternehmen, beziehungsweise generell schon etwas zyklisch in der Vergangenheit gewesen. Deswegen sehen wir auch hier, dass das Unternehmen sehr, sehr oft gefühlt von starker Unterbewertung zur Überbewertung schwankt. Aber das ist natürlich auch davon abhängig, dass dieses Unternehmen auch sehr, sehr stark ähm, eine sehr, sehr starke Bewertung aufruft, also einfach sehr hoch bewertet ist. Hier sieht man mal die Unterteilung der einzelnen Umsatzsegmente, also hat auch hier sehr, sehr viele Bereiche und hat aber generell auch eine relativ hohe Nettomarge und die schauen wir uns jetzt auch alle gleich noch an. Also wir zahlen hier keine Dividende in dem Fall, aber wir haben wirklich extrem hohe Bruttomargen mit so in dem letzten Jahr 2023 knapp 90% Bruttomarge. Das ist höher als die von Nvidia. Bloß bei der EBIT-Marge und Gewinnmarge, da sind wir niedriger als Nvidia. Da möchte ich aber sagen, dass ich nicht glaube, dass das langfristig der Fall sein wird, weil Cadence Design ja hauptsächlich Software hier anbietet und vertreibt und keine Hardware, wie es bei Nvidia der Fall ist. Also da würde ich sagen, dass der langfristige Trend
nicht auf der Hardware ist, sondern eher auf der Software. Deswegen hätte man jetzt hier auf jeden Fall einen Vorteil und ich gehe stark davon aus, dass man die Margen da noch extrem steigern können wird, vor allem wenn dann das Wachstum vielleicht etwas leichter zurückgeht und man mehr auf Profitabilität setzt. Hier der Piotrowski S-Score, haben wir einen 6 von 9 Punkten, Punktabzug beim geringe Aufnahme neuen Eigenkapitals, also und die Liquidität steigt leicht, beziehungsweise die Preissetzungsmacht ist minimal gesunken um 0,2%, also das ist auch noch völlig in Ordnung. Wir sehen aber grundsätzlich der Umsatz und der operative Gewinn, der ist wirklich sehr, sehr stark angestiegen, wirklich extrem starkes Wachstum hier bei dem Unternehmen. Der AQS-Score 10 von 10 Punkten, Top-Dividendennadel wird nicht ausgegeben, weil eben keine gezahlt werden. Und High Growth Investing Score haben wir 6 von 16 Punkten. Da gibt es relativ viele Abzüge, weil es ja eben doch schon ein relativ großes Unternehmen ist mit 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Wir schauen uns jetzt ein bisschen das Unternehmen noch genauer an und gucken dafür hier in die Cadence Design ähm, Investor Presentation. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel im Quartal 2023 hat man 1 Milliarde Revenue gemacht, man hat 11.000 Employees, also Mitarbeiter und ist eben in der Industrie Software und Programming tätig. Man hat auch 26 globale Entwicklungszentren, also es ist schon wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen und schreibt sich hier auch viele ESG-Standards und so weiter auf die Fahnen. Also man möchte da auch das alles möglichst ja, Kohlenstoff emissionstechnisch arm gestalten. Und die Hauptindustriebereiche, die eben zum Wachstum beim Cadence Design führen, sind sowas wie Data Science und KI, Hyperscale Computing, ja, autonomes Fahren bzw. autonome Vehikel, 5G-Kommunikation, IoT und Life Science. Also man ist auch gefühlt in jedem Megabereich der Zukunft hier sehr, sehr stark aufgestellt. Und man hat eben hier einen wirklich großen Vorteil im Gegensatz zu den anderen, weil man eben hauptsächlich aus dieser Computational Software ja, seine Umsätze erzielt und das natürlich generell einfach leichter zu verteilen ist und besser zu skalieren ist, weil eben nicht ja, nichts physikalisch produziert werden muss, wie das bei den anderen Herstellern der Fall ist. Ja, also es wird hier wunderschön auch mal vorgestellt, was die ganzen Vorteile sind. Also wir haben natürlich System Innovation, Design Excellence und Pervasive Intelligence. Also die Software ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Man hat ja auch ganz viele verschiedene Produkte. Zum Beispiel hat man hier Allegro X AI, also es ist eine generative AI. Da hat zum Beispiel hier Schneider Electric diese eingesetzt und baut damit hier irgendwelche PCB-Chips. Also die sind da wirklich schon sehr, sehr eingesessen. Und eine andere Plattform ist hier die Cadence Joint Enterprise Data and AI Plattform, Jet AI. Also das ist auch alles sehr, sehr Artificial Intelligence ausgerichtet. Also es geht wirklich sehr, sehr viel in die Richtung. Hier sieht man mal, das finde ich ganz cool eigentlich, so ein McLaren Racing und der ist hier komplett designt worden mit Cadence Design Software, also vom Chips innen drinnen bis außen eben die Fassade, komplett mit Cadence Design. Also man ist da wirklich so stark aufgestellt, dass man dieses ganze Auto nur damit designen kann. Also geht schon in Richtung auch CAD bzw. 3D-Software, sowas in die Richtung. Ähm, genau, man hat hier auch sowas wie IC Thermal Analysis mit drinnen, elektronische Kühlsysteme. Ja, und also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde auch, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass das Unternehmen da auch noch mit drin hängt, sage ich mal. Jetzt kommen wir auch zur finanziellen Zusammenfassung. Wir sehen, das Unternehmen wächst seit 2016 mit 11% beziehungsweise 12% Umsatz-CAGR, also pro Jahr, also sehr, sehr stark. Non-GAAP Earnings per Share waren sogar 24% und wir hatten hier einen Free Cashflow in 2022 von 1,1 Milliarden US-Dollar. Ja, wir haben ein Recurring Revenue Model, also sehr, sehr wichtig auch. Wir haben hier 85% aller Umsätze sind wiederkehrend. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr gut für das Unternehmen. Und mit dem Umsatzwachstum zusätzlich mit diesen Recurring Revenues, die eben sicher sind, hat man da wirklich ein sehr, sehr cooles, ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Und man ist auch sehr, sehr schön diversifiziert. Also mit 43% Amerika. Man ist nicht so stark abhängig von China tatsächlich, mit nur 17%. Das ist ja ein sehr, sehr großes Problem, vor allem bei Maschinenbauern, sowas wie ASML und so weiter. Also man ist hier sehr, sehr schön diversifiziert eigentlich.
Auch generell hier mit Functional Verification, Digital Design, Custom Design and Simulation und IP. Also das ist auch beides sehr, sehr schön diversifiziert. Und ja klar, man hat hier auch wirklich starke operative Profitabilität, die man hier trotz des guten Wachstums erreicht und durchsetzen kann. Und der Free Cashflow ist eben auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr schön mitgewachsen. Und was auch sehr, sehr interessant ist, obwohl das Unternehmen so stark wächst, relativ untypisch, werden hier auch eigene Aktien zurückgekauft und die Aktienanzahl sinkt hier. Also da hat man auch als Aktionär hier nochmal einen schönen Vorteil. Jetzt schauen wir mal auf den Chart und Monatsbasis sehen wir wirklich boah, die Aktie brutaler Dauerläufer und zwar nicht erst seit der KI-Hype-Phase, sondern eben schon davor. Bei Nvidia sehen wir da schon eher, dass das vor allem der Hype so nach dem KI-Reveal kam und davor das sehr, sehr, sehr zyklisch war. Wir sehen aber bei Cadence Design ist die zyklisch deutlich weniger und das Unternehmen läuft eigentlich seit 2009 wirklich schnurstracks nach oben. Klar, dadurch, dass es auch weniger zyklisch ist, hat man jetzt auch nicht die extrem starke Performance von Nvidia seit letztem Jahr, aber man hat eben die Vorteile, dass das Unternehmen eben langfristig stabiler nach oben läuft und das halt ein wirklicher Dauerläufer ist, im Gegensatz zu Nvidia. Nvidia ist einfach kein Dauerläufer, sondern auch eine absolut volatile Aktie, die mal locker 50% korrigiert. Und wir sehen, die Aktie hat ja eben hier nur mal so 20-30% korrigiert. Wir sind jetzt hier auf Monatsbasis, habe ich schon mal hier dieses FIB angelegt und sehen, dass wir uns jetzt hier oben schon relativ stark auch vom All-Time-High nach unten bewegt haben. Da können wir hier messen. Es sind jetzt schon über 20%, die wir unterm All-Time-High sind, hatten auch einen relativ starken Kursverfall hier, also eben so ein Doppeltop mehr oder weniger, laufen aber jetzt schon langsam hier in so eine kleine interessante Zone rein. Erstens hier links mit Volumencluster, also hier mit dem schwarzen Bogen und dieser kleinen Seitwärtsphase, die ich eingezeichnet habe und dem 38,2er FIB hier, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Umkehrzone. Also ich warte jetzt natürlich noch ab, ob da eine Reaktion kommt etc. Und ich möchte auch einen ordentlichen Boden sehen, weil natürlich hier diese Bewegung schon wirklich sehr, sehr stark war. Aber grundsätzlich würde sich diese kleine Seitwärtsphase hier links sehr, sehr gut eignen für so eine Umkehr. Klar, ultra langfristig, beziehungsweise so eine einmalige Chance wäre es wirklich, wenn das Unternehmen nochmal hier runterkäme auf 190. Aber das halte ich für absolut unwahrscheinlich. Das glaube ich eher nicht. Also die Aktie, wenn man die sich denn in der Vergangenheit angeschaut hat, dann hat die halt nie so tief korrigiert. Vor allem in den letzten zwei Korrekturen hier, da ging es nicht so weit runter. Maximal vielleicht zum 61,8, aber da wären wir eben noch nicht auf der Unterstützungszone. Und hier in dieser Anbahnungsphase war der Trend sowieso sehr, sehr stetig. Da waren das sowieso nicht so die richtig krassen Korrekturen. Und jetzt scheint sich das halt alles ja doch arg zu beschleunigen. Also ich würde hier auf jeden Fall noch eine Stabilisierung abwarten, aber grundsätzlich das Unternehmen wirklich ein sehr, sehr guter und interessanter Dauerläufer. Jetzt schauen wir noch auf die finanziellen Daten. Also wie schon gesagt, 70 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung im Moment, wirklich hohe Bewertung, 65er KGV ist aber auch schon gesunken. Wenn wir uns das hier anschauen, das Unternehmen hat auch schon 75er KGVs zuvor aufgerufen. Also es ist auch sehr, sehr zyklisch hier teilweise. Zum Beispiel in der Inflationskorrektur hat man nur 52er KGV. Also da sind wir aber auch im letzten Jahr jetzt im Moment tatsächlich relativ niedrig bewertet. Das ist eigentlich sogar also im Vergleich zum letzten Jahr ein guter Wert. Hier sieht man nochmal schön die Netmargenentwicklung, die Revenue und die Net Income. Also da konnte alles wirklich extrem gut gesteigert werden. Sehr, sehr, sehr schön. Hier sieht man nochmal die Verteilung. Wie gesagt, USA der wichtigste Bereich. Und dann kommt hier China mit 16,61%, beziehungsweise der Rest von Asien hat 18,8%. Also das ist auch sehr, sehr schön. Gefällt mir gut, dass man eben nicht so stark abhängig ist von China. Ja, Debt to Free Cashflow, sehr, sehr schön zu sehen. Man könnte sofort seine komplette Schuldenlast locker mit einem Dreivierteljahr des Free Cashflows abbezahlen. Also man ist hier überhaupt nicht stark verschuldet, eigentlich fast gar nicht. Man hat ja auch noch Cash hier liegen. Also eigentlich ist die Verschuldung bei null. Gefällt mir gut bei dem Unternehmen. Ja, wenn wir uns hier das Wachstum anschauen, mal die Cash from Operating Activities und der Free Cashflow, die konnten beide immer jedes Jahr mindestens 10% gesteigert werden, außer mal so in 2022 ging der Free Cashflow nur um 8% hoch. Also da ist wirklich ein extrem starkes Wachstum drin gewesen. Und wir schauen uns jetzt dann gleich auch noch an, ob das in Zukunft auch weiter so gehen soll.
Ja, grundsätzlich hier nochmal die Net Debt, die ist sogar noch niedriger wie die Total Debt. Total Assets sind sehr stark angestiegen. Das Umsatzwachstum liegt hier im Jahr 2023 bei knapp 15% und auch hier sehen wir, dass das Umsatzwachstum immer mindestens 10% bzw. knapp 10% betragen hat und das Net Income ist im gleichen Zeitraum deutlich stärker gewachsen, immer so knapp doppelt so schnell und das gleiche gilt fürs EBITDA. Dann schauen wir uns jetzt hier nochmal die einzelnen Bewertungskennzahlen an und sehen, dass wir jetzt hier im Vergleich im historischen im Jahr 2023 72er KGV hatten, 2022 52er KGV, 2021 75er und 2020 ein 65er, also wie jetzt. Also wir sind jetzt eigentlich wieder auf dem Niveau von 2020 angekommen, was die Bewertung angeht. Wenn wir uns jetzt hier die Aktienanzahl anschauen, die ausstehend ist, finde ich das wirklich faszinierend. Das Unternehmen reduziert wirklich stetig seine Aktienanzahl schon seit 2017 und zwar gar nicht mal so langsam. Also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. 2017 hat man noch 282 Millionen Shares und jetzt sind es aber nur noch 271 Millionen. Also da konnten schon über 10 Millionen ausstehende Aktien hier zurückgekauft werden. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die Netmargen, die Operating Margen und hier die Gross Margin an. Und auch hier sehen wir, dass die Net Margin mal kurzzeitig in 2019 stark angestiegen ist und hat sich aber sonst wieder an die normale Geschwindigkeit angepasst und konnte auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr schön gesteigert werden. Auch die EBIT-Marge, die steigt immer weiter. Also man kann hier einfach viel besser sein Produkt platzieren und bekommt die Kosten offensichtlich immer besser in den Griff. Hier sieht man mal den Ausblick und da sieht man auch, warum die Wertung so hoch ist, weil hier soll sich in den nächsten 3 Jahren die Earnings per Share fast verdoppeln. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel Wachstum drinnen, zumindest wenn man jetzt diesen Analysten hier glaubt. Der Umsatz soll nicht ganz so schnell wachsen, aber auch in die Richtung gehen. Also man merkt schon, viele Analysten scheinen hier auch davon auszugehen, dass die Margen deutlich steigen werden, beziehungsweise eben die Profitabilität, weil es eben hier nicht Schritt hält mit dem Umsatzwachstum. Aber sehr, sehr interessantes Unternehmen. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, ob das für euch in Frage kommen würde, auch wenn das Unternehmen jetzt keine Dividende bezahlt, aber für mich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, ich behalte das jetzt erstmal auf der Watchliste und schau mal, wie sich das Unternehmen entwickelt. Natürlich immer keine Anlageberatung, was wir hier machen. Und es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.